Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben und Servus aus Österreich. Wir haben ja schon länger gesagt, dass wir eine Runde durch Österreich machen wollen, um die Familie zu besuchen, aber weil es auch einfach wunderschön ist. Und wir sind mit dem Synchro unterwegs, endlich! Nachdem wir ja so viel am Van gemacht hatten, war es Zeit, dem Synchro auch ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken. Und wie könnte man das besser machen als mit einer kleinen Tour? Hier sind wir jetzt in Steyr in Oberösterreich, war so eigentlich nicht geplant. Aber ich würde sagen, wir machen wieder mal das Beste aus jeder Planänderung. Und ich finde es bisher richtig schön hier. So schön das Vogelgezwitscher. Bis vor kurzem hatten wir ja nur dieses Regenprasseln und jetzt hat es sogar ein bisschen aufgehört. Es tröpft nur ganz, ganz wenig und das hebt gleich die Stimmung. Wir sind ja eigentlich auch zufällig hergekommen. Wir hatten das gar nicht geplant. Wir wollten eigentlich ein paar Tage im Salzkammergut verbringen, in den Bergen. Und ja, da hatten wir halt nicht so viel Glück mit dem Wetter. Wir sind da in Schnee und Hagel reingekommen. Wir dachten erst, ja, das geht ja vorüber, das bessert sich gleich, haben da ein paar Tage ausgeharrt, aber es wurde einfach nicht besser und die Wettervorhersage ist auch weiterhin einfach nur schlecht. Also haben wir irgendwann gesagt, okay, wir geben es auf, das hat keinen Zweck, weil wir haben ja auch keine Heizung, der Bus ist nicht isoliert, also wir sind komplett nicht darauf ausgerichtet, eigentlich überhaupt unterwegs zu sein. Mit den paar Kisten, die wir drin haben, geht's irgendwie, aber dann auch noch solche Bedingungen, nein, danke. Dann haben wir gesagt, wir fahren ein bisschen tiefer aus den Bergen raus, wo das Wetter ein bisschen milder ist. Und dann hat sich eben Steyr aufgetan. Und ich glaube, das war eine richtig gute Entscheidung. Also ja, es regnet immer noch teilweise, aber auch die Natur hier rundherum ist wunderschön. Und ja, die Laune wird auf jeden Fall wieder besser. Ist ja nicht so, dass das Wetter hier viel besser ist, aber ich glaube, die Natur braucht zurzeit wirklich diesen ganzen Regen. Wir waren ja am Fuschelsee und da hat uns ein Local erzählt, dass es da die letzten paar Wochen immer wieder Waldbrände gab. Von dem her, der ganze Regen gefällt uns zwar nicht, aber der Natur tut da auf jeden Fall gut. Und ich freue mich auch, dass wir per Zufall eigentlich hier im Steyr gelandet sind, denn wir wären wahrscheinlich nie hier gekommen. Und ja, die Stadt werden wir uns auf jeden Fall auch noch anschauen. Und auch zufällig, jeder, der T3 Synchro begeistert ist, der sollte wissen, dass Steyr auch eine ziemlich große Bedeutung hat. Warte, Taxi. Warte. Natürlich, klassisch, wenn man losgeht, regnet es. Man wird komplett nass, weil meine Regenjacke, die hält ja auch gar nichts mehr aus, egal wie oft ich die imprägniere. Ja, aber immerhin sind wir jetzt alle wieder trocken. Und wir müssen auch nicht mehr so ein schlechtes Gewissen dem Hund gegenüber haben. Also Baxi macht wirklich einiges an Sauwetter mit uns mit. Der mag das ja auch nicht so. Wie wir eigentlich auch. Wir sind alle nicht gerne im Regen draußen. So, jetzt gibt es aber endlich mal Kaffee. Für uns gehört ja Kaffee jeden Tag mindestens einmal dazu. Also haben wir unseren Kaffee mit, aber wir haben nochmal Kaffee in einer anderen Version dabei. Wir haben uns nämlich in Kolumbien in der Kooperativa ein paar Kaffeebohnen, ungeröstete Kaffeebohnen mitgeben lassen. Die habe ich eingesetzt und vor kurzem
sind tatsächlich die ersten Kaffeesoldaten gewachsen. Seht euch das an. Also ich kann es immer noch kaum glauben, dass tatsächlich jetzt Kaffee wächst, den wir aus Kolumbien mitgebracht haben. Der braucht natürlich feuchte Umgebung, darum ist er in der Box und ich wollte den auch nicht sterben lassen, während wir jetzt unterwegs sind. Also haben wir jetzt hier 7 Kaffeepflänzchen mit, die wir dauernd hin und her schlichten und räumen müssen. Und Roberto ist manchmal ein bisschen genervt davon. Aber ich glaube, er findet es auch cool, dass da einfach jetzt unser eigener Kaffee aus Kolumbien hier wächst. Und irgendwann, irgendwo pflanzen wir den ein. Wie einige von euch schon wissen, nutzen wir bereits seit Jahren in unserem Alltag die Reisehandtücher von Valleys & Hills. Aber diesmal haben wir Neuigkeiten für euch und es gibt auch einen besonderen Rabattcode. Die Reisehandtücher von Valleys & Hills bestehen zu 100% aus Bio-Baumwolle und allein das Gefühl auf der Haut ist so angenehm. Und damit sind sie auch die perfekte Alternative zu Mikrofaserhandtüchern, denn die Reisehandtücher sind mindestens genauso platzsparend, trocknen mindestens genauso schnell, aber sie fühlen sich eben so viel besser an und sie sind auch viel nachhaltiger. Sie sind nämlich komplett plastikfrei und sogar die Gummibänder bestehen aus Naturkautschuk. Damit sind die Handtücher auch ein perfektes Beispiel dafür, was dieses junge Unternehmen ausmacht und für welche Werte sie einstehen. Christina und Andreas haben das Unternehmen nämlich gegründet mit dem Ziel, schöne, aber auch nachhaltige Campingprodukte zu entwickeln. Und dabei ist nicht nur Produktqualität wichtig, sondern auch faire Lieferketten, gute Arbeitsbedingungen und die Produktion findet in der EU statt. Ganz neu im Shop gibt's für euch jetzt die limitierte Sommeredition mit den Farben Bermuda Green, Airy Blue und Pastell Lilac. Ich finde, die bringen so richtig gute Laune in den Bus, aber man muss schnell sein, denn es gibt sie nur, solange der Vorrat reicht. Wenn ihr noch auf der Suche nach nachhaltigen Reisehandtüchern seid und euch auch die Sommeredition nicht entgehen lassen wollt, schaut unbedingt bei Valleys & Hills vorbei. Da findet ihr auch viele weitere Produkte und mit dem Rabattcode ChippyTravellers10 erhaltet ihr 10% Rabatt auf den gesamten Warenkorb. Und das gilt übrigens sogar für bereits rabattierte Produkte. Das Ganze gilt bis zum 6. Juni und am besten klickt ihr dafür auf den Link in der Videobeschreibung oder ihr scannt unseren QR-Code ein. Und pünktlich, wenn wir in der Stadt sind, geht das Wetter auf. Hier auf dem langgezogenen Hauptplatz der Stadt sieht man am besten, was sie ausmacht. Es ist nämlich dieser Mix aus Gotik, Renaissance bis ins Barock an Architektur, was diese verschnörkelten Verzierungen auf den Häusern ausmacht, aber auch diese Steinarbeit an den Fassaden. Ich finde es richtig schön und dann tatsächlich gilt auch Steyr als eine der schönsten und auch besterhaltensten Altstädte Österreichs, wenn nicht sogar Europas. Die Stadt Steyr ist auch sehr eng mit Wasser verbunden. Hier kommt nämlich die Steyr und die Enns zusammen und tatsächlich ist aber Steyr auch anfällig auf Hochwasser. Wir haben da hinten eine Skala gesehen, die geht bis 5 Meter. Ich hoffe sehr, dass das Wasser nicht bis ganz so hoch kommt. Aber ja, Wasser ist hier ja nicht nur Gefahrpotenzial, sondern ist es auch Teil der Erfolgsgeschichte der Stadt. Ist einfach nicht wegzudenken.
Maxi wollte ein bisschen Proviant mitnehmen. Hunger. Ja, ich auch. Schon wieder. Aber ich will sein Gras halt nicht. Ich habe aber ein paar Eisdielen gesehen. Ich glaube, das wäre eher was für mich. Ist ja gutes Wetter jetzt am Ende. Muss man das ausnutzen. Ich dachte ja eigentlich eher an einen Kaiserschmarrn oder sowas, aber ein Eis ist good to go. Mal schauen. Das ist schon krass. Wir sind noch immer auf der Brücke und auf unserer Höhe sind die Markierungen von ehemaligen Hochwassern. Also die höchste Markierung ist von 1572 und die ist wirklich auf über 5 Metern über der aktuellen Wasseroberfläche. Das ist schon brutal. Ja, da unten sieht man ja noch das Wasser, wo genau. der steht. Also. Und auch das Erdgeschoss oder den Keller oder ich weiß nicht, also schon 1 oder fast 2 Stockwerke von Gebäuden. Und das stand damals alles unter Wasser. Und nicht nur 1572, sondern da gibt es ja ganz viele Markierungen von Hochwassern. Auch Jahr 2002 gab es ja europaweit recht viele Hochwasser. Also das ist vielleicht einigen noch in Erinnerung. Das war auch richtig hoch. Das ist schon heftig. Also ja, Wasser ist hier wirklich nicht wegzudenken. Hier vorne sieht man nochmals wie 1572, wie hoch das Wasser war. Also ist schon verrückt. Also da war wahrscheinlich die ganze Stadt unter Wasser. Ich finde es auch mega schön, hier durch diese verwinkelten Gassen zu laufen. Muss ich mal geben, diese Stadt ist schon über 1000 Jahre alt. Wie verrückt ist das denn bitte? Und zum Beispiel auch dieses Gebäude hier, das wurde 1462, 63 verschenkt. Das heißt, dieses Gebäude ist noch viel älter. Ja, das gab es schon und dann hat der Graf oder wer das war oder irgendein sehr reicher Mann das einfach verschenkt. Das ist 1000 Jahre, also Ja. das ist schon verrückt. Und wir haben in den letzten Jahren auch vieles gesehen in den Amerikas und viel Geschichte erfahren. Aber hier in Europa ist es halt einfach nochmals spezieller, oder? Ja, es ist nochmal anders einfach. Und wir haben das auch ein bisschen vermisst, dieses Schlendern durch die engen Gassen eines Dorfs, einer Ortschaft. Das haben wir ja so nicht so oft gehabt. Und hier so dieses klassische durch europäische Dörfer laufen, das haben wir schon vermisst. Ja, ich würde sagen, Europa ist einfach richtig schön. Steyr war auch lange als die Stadt des Eisens bekannt. Eisenerz, das in den umliegenden Bergen abgetragen wurde, kam nämlich für die Verarbeitung hierher nach Steyr. Und Messer, Sicheln, allgemein Klingen aus Steyr waren europaweit berühmt für ihre Qualität. Mit der Zeit kam die Industrialisierung und es entstanden auch erste Arten von Fabriken. Und die hängen mit dem Wasser zusammen. Wassermühlen, wie die hier hinten nämlich, haben riesige Hammer betrieben, die in Hammerwerken das Eisen bearbeitet haben. Also die haben auf dieses Eisen eingewirkt, sodass die erste Vorarbeit geleistet wurde. Die Präzisionsarbeit fand dann in den Schmieden statt. Das hat sich natürlich weiterentwickelt. Innovation war auf jeden Fall großer Bestandteil der steirischen Geschichte. Und hier brannten auch unter anderem die ersten elektrischen Straßenbeleuchtungen. Also Steyr war eine der ersten Städte in Europa, die elektrische Straßenbeleuchtung hatten. Und auch bis heute ist eigentlich Steyr für Präzisions- und Qualitätsarbeit bekannt. Und die Erfolgsgeschichte von Steyr fließt auch in den T3 Synchro. Denn Steyr war maßgeblich daran beteiligt, den T3 Synchro so zu bauen, wie er schlussendlich gebaut wurde. Er wurde zwar in Zusammenarbeit mit Steyr, Daimler und Puch gebaut und er wurde auch nicht hier in Steyr gebaut, sondern in Graz. Aber die Firma oder die Automotive Steyr war maßgeblich daran beteiligt, dass der T3 Synchro so dasteht, wie er heute immer noch steht und wie wir ihn heute noch fahren. Und natürlich gibt es noch ganz viel in und um Steyr zu sehen und zu erzählen, aber für uns steht jetzt noch eine Sache an, die wir uns unbedingt ansehen wollen. Es geht hoch hinaus, aber ich hoffe, es wird nicht allzu anstrengend. Boah, also am Schluss, wo der Lift so freistehend war, das war... Aber seht euch mal diesen Ausblick an, das ist ja traumhaft. Schon schön, wo uns der Zufall hingebracht hatten hat. wir so nicht gerechnet, oder? Nee, also Steyr hatten wir ja gar nicht auf dem Schirm. Und wie vielfältig die Stadt ist, wie faszinierend die Geschichte auch. Ja, und da hinten,
wo alles so weiß ist, da waren wir die letzten Tage. Da war es richtig kalt. Das sind auch eigentlich Berge zu sehen, wenn die Wolken Ja. nicht so dicht sind. Ja, aber jetzt geht's zurück zum Bus. Ja, Wir wollen heute noch ein bisschen weiterfahren. Und ja, ja, machen wir uns auf den Weg. ja. Ich gehe doch nicht ohne ein Eis. Musste einfach sein. Ja. Ist warm genug dafür auf jeden Fall. Gute Kugel. Wir haben ganz viele Vögel mit dabei. Aber es quietscht immer so bei uns im Auto. Das ist doch mal ein richtiger Traumplatz. Seht euch das an. Wir stehen direkt an einem kleinen Teich im Grünen. Was will man mehr? Das ist doch wunderschön. Die Vögel zwitschern. Was meinst du? Ist schön hier, oder? Ja. Essen, ja. Es wird nämlich langsam schon dunkel. Wir müssen gucken, Ja. dass wir hier, Natürlich viel zu lange Kocher. unterwegs gewesen. wie immer. Und Hunger haben wir auch. Ja, komm, trink. Ja, du hast Hunger. Du hast nur Essen Hunger. statt trinken. Essen willst du? Jawohl. Zucchini, Peperoni. Und du kannst auch... Ja, genau. Peperoni noch, hat's glaubt? Ja. Poulet und gibst mir das Fleisch für dabei. Heute machen wir so ein One-Pot-Gericht mit Hühnchen und Paprika, Zucchini, so ein bisschen einfach alles zusammengeschmissen mit Reis. Aber vorher müssen wir auch noch für den Hund kochen. Baxi ist ja ein bisschen ähnlich wie Roberto, hat ziemlich viele Allergien. Und das heißt, wir kochen für ihn. Und gerade sind wir ein bisschen knapp mit seinem Essen. Also kochen wir erst für den Baxi. Ja, Baxi. Ja. Für dich. Ja. Und dann gibt es für uns zu essen. Aber ich kann es ja wenigstens gleich schon mal schnibbeln, während das andere kocht. Armer Baxi. Armer Baxi. Ja. Oh. Wird ganz nass. Ja, es fängt an zu regnen. Müssen schnell machen. Tja, Bax. Sitz. Fein. Danke. Ja, danke dir. So schnell bist du das. Nein, ich glaube, ist gut. Sehr gut. Fein. Ja, Machen. aber machen.
guten Morgen. Gestern Abend hat es noch angefangen zu regnen, wie erwartet. Aber es war eine echt ruhige Nacht. Also ich finde ja Regenprasseln sehr angenehm. Und von dem her war das völlig in Ordnung. Wir haben auch gar nicht gemerkt, dass hier eigentlich gleich um die Ecke eine Hauptstraße ist, die wir jetzt heute früh hören. Aber ja, bisher hatten wir die gar nicht wahrgenommen. Von dem her ist es wirklich so dieses schöne Plätzchen, wie es sich angekündigt hat am Anfang. Ja, aber ich muss sagen, also jetzt gerade hat der Regen ein bisschen nachgelassen. Es nieselt nur leicht, aber trotzdem, wenn wir Baxi nicht dabei hätten, ich glaube nicht, dass ich rausgegangen wäre. Aber es tut einem ja gut auch, wenn der Hund einen ein bisschen dazu zwingt, rauszugehen. Und ich bin ja eigentlich auch richtig gerne hier draußen. Wir sind nämlich mittlerweile in Niederösterreich. Das ist das Bundesland, in dem ich auch geboren bin und einige Jahre aufgewachsen bin. Und von dem her ist das für mich so ein bisschen Heimat. Und ich fühle mich hier einfach richtig wohl. Ich finde diese Hügellandschaft wunderschön mit den Wäldern und Feldern. Und ja, also eigentlich wäre ich ja am liebsten noch viel mehr draußen. Aber mit diesem Wetter hat das irgendwie so... ja, nicht so viel Sinn. Naja, immerhin können wir hier die Morgenrunde sehr schön verbringen. Na? Hola. Hola. Oh, hola Baxi. Ja, der freut sich schon nach Hause. Wie war die Runde? Ja, ganz nett. Gut? Ja. Ja. Kaffee ist auch gleich fertig. Yes. Gracias. Wie sagt ihr? Placer. Mhm. Alles schon vergessen. Ja, bei uns wird heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel laufen. Wir gehen heute noch Jessys Familie besuchen, frühstücken aber zuerst noch was. Und dann ja, war's für diese Woche, oder? Genau. Leider ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber so ist es halt nun mal. Gehört auch dazu. Genau. Wir hoffen, ihr schaltet trotzdem oder genau deswegen nächstes Mal wieder ein. Abonniert am besten den Kanal, dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Hype das Video, like das Video. Schreibt. Kommentiert ganz fleißig. Genau. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hasta luego. Luego. Vierte.